Guten Morgen, meine Lieben. Ja, ihr seht, ich sehe sehr müde aus. Ich bin gerade aufgestanden. Es ist 20 nach 7 und ich habe richtig gut geschlafen und gehe mir jetzt gerade den Sonnenaufgang anschauen. So sieht es jetzt aus hier, wo ich bin. Nordwesten von Kreta. So, das ist mein morgendliches Programm. Ein paar Übungen, Gymnastik, sage ich mal, leichte Übungen, Yoga oder was auch immer. Oder Joggen. Und ich möchte euch heute mal so mal zeigen, also die schönen Seiten in meinem Leben natürlich, was ich tue, um meine Schwingung hochzuhalten und in die 5. Dimension zu kommen. Also heute dieses Video wird ein bisschen leichter sein. Höhere Schwingung, Freude. Man sieht mir das noch nicht an, ich bin noch müde. Normalerweise stehe ich eine Stunde später auf. Und mal gucken, ich weiß noch gar nicht, was ich euch erzähle und sage. So sieht's aus, wenn ich meine Gymnastik machen will. Boah. Aber die Hunde, die bringen mir auf jeden Fall Freude und Spaß. Und die helfen mir auch, meine Schwingung hochzuhalten. Oder zu bringen. Boah. Aber die laufen immer über mir. Ja, das mag ich nicht so gerne. Außer heute für das Video lasse ich das mal durchgehen. Wenn der Buddy zu mir kommt, ne, dann geht der Goldie dazwischen. Ja, da kommt der Goldie wieder. Und das ist eigentlich jeden Morgen so, dass die Hunde so schön miteinander spielen. Guck mal hier. Ja. Und Schmusen gehört auch dazu.
Viel Schmusen und Liebe. Hält die Schwingung auch hoch. Ja? Die Hunde, die verhelfen mir, im Moment zu sein, in der Freude, im Hier und Jetzt. Ja. Und wie ein Kind zu sein und spielen. Von denen kann man viel lernen. Sorgenfrei sein. Leichtigkeit, das Leben nehmen. Ja? Ja. Boah, jetzt geht's aber los. Wenn ich dann noch mitmache, dann haben die richtig Spaß. Die haben nur Spaß zu spielen, wenn sie bei mir sind. So richtig, weißt du? Ja! Und auf den Sack treten. Eieiei. Ja, jetzt geht der Buddy gleich richtig ab. Der geht das richtig ab. Aber weil ich auch das zulasse, ne? Ich jetzt hier so, sag hier komm, geht mal weg, ne? Und dann hören die auch auf. Aber die haben Lust bei mir zu sein und zu spielen. Ne? Und ich guck mal, ja, na gut, ich will schmusen. Ist noch müde, der Kleine. Der Große. Der Dickerchen, ne? Gordi ist der Dickerchen. Ja, den Blick müssen wir mal anschauen. Oh. Ja, ja. Wo ist der Gordi? Oh, da kommt der Gordi. Ja. Und da kommt der Gordi. Kommt er wieder zu mir. Ja, 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 der will immer mein Gesicht, ne? Ja. Da kommt er, da kommt er. Da kommt er nicht dran. Der Kleine. Guck mal, da kommt der Buddy, da kommt der Buddy. Jetzt geht's wieder ab, jetzt geht's wieder ab. Ja. Oh, jetzt geht der Buddy ab. Jetzt geht der Buddy ab. Brrr. Komm. Brrr. Ah, der Gordi, der will nur mich alleine. Der Gordi will nur. Oh. Tanzen gehört auch zu. Zur guten Laune. Und das ist mein Frühstück, ein leichtes Frühstück heute. Mal was ganz anderes. Orangen mit Avocado und Sonnenblumenkerne und irgendwelche Linsen. Na? Wollt ihr was zu Fuddy haben? Fuddy? Okay, dann kriegen die Hunde jetzt auch etwas zu futtern.
So, und dann relaxen gehört auch noch dazu. Bisschen chillen mit den Hunden hier heute. Ist ein bisschen windig heute. Ich war gerade im Wasser. Da kommt der kleine Buddy. Also, ich war gerade kurz im Wasser. Wie man sieht, die Haare sind noch ein bisschen zerzaust. Okay, was wollte ich erzählen? Ja, wie ich denke, wie man in 5D kommt. Oder wie ich mir sicher bin, wie man dahin kommt. Also sich nur noch Gutes tun. Was ich euch heute Morgen schon gezeigt habe und jetzt gute Nahrung zu sich nehmen, viel Wasser trinken, am besten Quellwasser. Da komme ich hier leider nicht so gut dran. Ist dann ein bisschen schwieriger, weil man immer unterwegs ist. Dann lachen. Die Hunde, die helfen mir auf jeden Fall, mein Herz zu öffnen, im Hier und Jetzt zu sein. Na? Ist das nicht schön? Die zwei, echt, also die sind echt die Besten. Die sind auch sehr geduldig, dass ich jetzt hier, die chillen sogar auch selber gerne am Meer. Sind echte Beach Boys. Ja, am Meer sein bedeutet für mich auch einiges, in der Natur zu sein, in der frischen Luft, aber auch das Meer mit den Salzen, mit Kristallen, sich mit Kristallen zu umgeben, ist wichtig. Kristalle haben eine Information, die dir dein Bewusstsein erhöhen kann und auch heilsam sind. Je nach Kristall gibt es unterschiedliche Wirkungen. Ja, der blaue Himmel tut mir gut, Sonnenschein, Wärme, auch der Wind, Wandern, Bewegung an der frischen Luft, sich für seinen Körper widmen, stretchen, ganz gemütlich, nicht unbedingt viel Stress dabei machen, kein Leistungsdruck, nicht jetzt hier voll Pulle Workout machen, obwohl das auch hilft, Stress abzubauen, das ist auch wichtig, wenn man einen stressigen Tag hatte, vor allem. Singen, tanzen, lachen, Kind sein. Jetzt hat er sich auch dazu gechillt. Ja, einfach nicht mehr Dinge machen, die einem nicht gut tun, wie für andere arbeiten und sich unterordnen. Das kann ich zum Beispiel nicht mehr. Das könnte ich auch nicht mehr und werde ich auch nicht mehr. Meditieren könnte man machen, aber ich habe da ein Problem mit den zwei Hunden. Klar, ich könnte mich jetzt hier hinlegen. Draußen meditieren, das finde ich ziemlich schwierig. Und wenn ich jetzt mich ins Bett lege, bei dem schönen Wetter will ich das eh nicht machen. Und die Hunde warten sowieso schon den halben Tag auf mich, wenn ich mit meinen Dingen beschäftigt bin. Dadurch, dass ich jetzt mit dem YouTube-Kanal gestartet habe und mir dann Projekt, kann man schon fast sagen, aufgeheimst habe, habe ich schon einiges damit zu tun. Und das mache ich dann meistens dann abends, ne? Wenn die Hunde eh chillen. Aber sonst, ja, ich versuche so wenig wie möglich am Handy zu sein. Nur das ist dann schwierig jetzt, wenn ich halt Social Media mache. Und dann möchte ich auch auf Kommentare antworten und das ist mir auch wichtig, der Kontakt. Auch wenn er nur virtuell ist, aber es ist trotzdem Energie. Eine sehr gute und schöne Energie, die ich raussende, aber auch zurückkriege von euch. Was kann man noch sagen? Ja, Internet-Detox ist schon wichtig. Also wenn ihr nicht unbedingt darauf angewiesen seid, schaut, dass ihr
euch nur bestimmte Zeiten vornehmt, wo ihr ans Handy geht oder an Computer und dann auch begrenzt. Ich habe das jetzt auch angefangen, dadurch, dass ich jetzt noch mehr im Handy bin und im Internet, habe ich mir jetzt überlegt, okay, was muss ich denn, was zieht meine Energie runter, was will ich eigentlich nicht mehr und was lasse ich dafür sein und wo geht viel Zeit drauf und auch am Handy. Und das ist auch auf anderen Telegram-Kanälen zu recherchieren, was jetzt im Moment in der Weltgeschichte passiert. Und da passiert schon viel. Das freut mich auch. Aber es ist auch oft immer nur das gleiche Gelaber. Und ja, da nehme ich jetzt von Abstand. Das Leben findet hier im Jetzt statt und nicht in der virtuellen Welt. Und da wird vieles, das ist einfach eine Illusion. Wir leben eh schon in einer Illusion, aber das ist die Illusion in der Illusion. Mir ist bewusst geworden, wenn ich mir die Sachen anschaue, es wird einem schon seit Anfang an, wo es mit der Pandemie losging oder der Plandemie oder wie man es nennen will, dass wir befreit werden. Von Trump, jetzt von Putin oder von den Außerirdischen oder wer auch immer. Ich glaube nicht, dass wir so, also ich hoffe es natürlich, wünsche es mir auch, aber ich verlasse mich nicht drauf. Es kann sein, dass es sogar von der dunklen Seite so gewollt ist. Also wir sind infiltriert, auch in Social Media, dass wir einfach nur warten und alles über uns ergehen lassen und hoffen, dass wir befreit werden. Nein, wir selber sind die Befreiung. Wir müssen uns selber befreien. Wir müssen selber jeder in den inneren Frieden kommen, wenn wir Frieden im Außen sehen wollen. Wenn das jeder machen würde, dann hätten wir so schnell Frieden. Wenn jeder seinen Weg, sein Ding machen würde, mal ein bisschen Abstriche riskieren, ja, für eine gewisse Zeit, ja, rechne nicht mit deiner Rente, kündige alles. Also es kommt natürlich darauf an, ob das jetzt passt in deinem Leben. Wenn du jetzt in einer 9 bist, ja, in Lebenszahl 9 von der Numerologie, dann kannst du wirklich jetzt mal einen Schlussstrich machen und alles loslassen und einen Neubeginn wagen. So wie ich das jetzt mache. Ich befinde mich ja jetzt in der 1, Neubeginn. Letztes Jahr habe ich alles hinter mir gelassen. Ja. Also für mich gehört auch dazu, Altes loszulassen. Wenn man etwas Neues haben möchte, wenn man was Neues in sein Leben ziehen will, wenn man sich weiterentwickeln will, muss man alte Gewohnheiten auch loslassen. Sich nicht mehr mit diesen Themen befassen, die in der Weltgeschichte sind. Das wird mir jetzt gerade bewusst. Das ist alles 3D-Matrix. Wer den Film Matrix gesehen hat, der hat sich bestimmt schon mit der Matrix beschäftigt. Und für mich ist das auch eine Matrix. Alles, was auch virtuell ist, alles, was im Fernsehen gezeigt wird und auch im Internet, alles virtuell, kann alles infiltriert sein und es ist so fern, du weißt es gar nicht, ob das wirklich wahr ist. Das kann dir jeder erzählen. Selbst ich kann dir hier erzählen, ich bin ins Wasser gesprungen und habe einfach nur meine Haare gerade nass gemacht. Und ihr glaubt es, dass ich hier gerade vielleicht eine Viertelstunde baden war. Daher,
Glaubt nur eurer inneren Wahrheit, trainiert eure Intuition und dazu zählt auf jeden Fall Abstand zu nehmen von diesen Medien. Atmen, tiefes Atmen, frische Luft atmen, raus aus der Stadt, raus aus den Begrenzungen, raus aus Elektrosmog und rein in die Natur, rein in die Freude, in die Leichtigkeit, rein ins Ungewisse und rein in die göttliche Führung. Und du wirst merken, in kürzester Zeit verändert sich dein Bewusstsein schon. Und ja, das heißt, raus aus der 3D-Matrix, weil wenn du da nicht rausgehst, kannst du auch nicht in die 5D-Matrix. Das ist doch normal, ne? Und was ist dazwischen? Die 4D. Also, ich sage jetzt Matrix, ne? Alles ist vielleicht sogar eine Matrix. 4D ist schon das, was ich jetzt mache, denke ich. Menschen, die aufgewacht sind, die nicht mehr in der 3D-Welt leben können, weil ihr Bewusstsein schon so erhöht ist, dass das nur noch eine Qual sein wird. Also wenn du dich in der 3D-konventionellen Welt quälst, dann ist es Zeit, da zu gehen. Wenn du nicht ins Ausland gehen kannst, dann geh wenigstens in den Wald regelmäßig oder zieh aufs Land. Ich weiß es nicht, also minimiere deine Kosten auf jeden Fall und dann kannst du ganz gemütlich das Leben leben. Reduziere den Konsum vor allem. Weil der Konsum macht uns nicht glücklich. Ich habe auch gedacht damals, ja, wenn ich das Studium hinter mir habe, da kann ich arbeiten gehen, dann habe ich Geld, dann bin ich glücklich. Dann hatte ich das, da war ich immer noch nicht wirklich glücklich, weil ich hatte keine Zeit. Dann hatte ich Stress, hatte ich Leistungsdruck, da hatte ich zwar Geld, aber es hat mich nicht glücklich gemacht. Ich habe es auch nicht wirklich ausgegeben. Irgendwann habe ich angefangen, Geld auszugeben für Reisen. Da habe ich gesagt, ja okay, dann bin ich glücklich. Da war ich auf Reisen, dann hatte ich Urlaubsstress. Und ich wusste, nach 2 Wochen ist der Spaß wieder vorbei. Da wollte ich so viel wie möglich sehen im Urlaub. Bin gefahren, hier und da und da. Aber ich habe das Genießen nicht gemacht. Also ich habe nicht genossen. Ich habe den Moment nicht genossen. Und dann kam mir der Gedanke, reist du noch oder genießt du schon? Und deshalb mache ich hier jetzt dieses Slow Traveling. Ich fahre jetzt nur noch, also ich fahre nur noch ein paar Kilometer immer und schaue mir die Umgebung an, aber ich fahre jetzt nicht stundenlang, um irgendwo hinzufahren, um einen anderen Strand zu sehen. Ich habe Zeit ja jetzt, ich habe jetzt die Zeit. Und das macht mich so glücklich. Es heilt mich und ja, ich komme mehr zu mir selbst und zu meiner Selbstliebe und in meine Heilung und kriege immer mehr Kraft und Energie und natürlich, ich bin immer noch auf dem Weg. Deshalb heiße ich auch Adel der Reisende. Meine innere Reise wird wahrscheinlich niemals enden. Und das ist auch gut so, weil sonst wird es langweilig im Leben. Also ich fasse ganz kurz zusammen. Wie ich in 5D gelangen will, ist raus aus der alten Welt,
und meine Gewohnheiten ändern. Mein Leben vereinfachen, Simplify Your Life, habe ich auch schon mal ein Video für gedreht. Raus aus der Angst, rein ins Vertrauen, habe ich auch ein gutes Video drüber gedreht. Rein in die Selbstliebe, auch ein Video. Im Moment leben, in der Freude, Spaß haben, nur Gutes tun. Vielleicht mal ein Tier zulegen, weil die helfen dir, in den Moment zu kommen. In die Natur zu gehen, auch bei jedem Wetter in den Wald zu gehen oder auf einen Fluss oder einen See. Und ja, Spaß haben. Kinder helfen dann natürlich auch enorm. Wir können so viel von den Kindern lernen. Genauso wie von den Tieren. Andere Sachen natürlich auch. Ist nicht 1:1 vergleichbar. Und dann am besten in den Süden gehen. Also für mich ist es das, weil ich bin halb Ägypter. Ich brauche die Wärme. Ich brauche die Sonne und ich brauche das Wasser. Ich brauche die Bewegung und ich brauche die Luft, den puren Sauerstoff und gutes Essen, lebendige Nahrung und also basische Ernährung, Bewegung, Dehnen, Gymnastik. Ja, Pflege für Körper, Geist und Seele. Ja, also ich rede die ganze Zeit von den Dimensionen, vor allem 5D. Viele wissen das vielleicht ja gar nicht, was das ist. Also, was ist 5D oder 4D? 3D sollte eigentlich möglichst klar sein. Das ist die aktuelle Welt, wie wir die sehen und wahrnehmen, der Film um uns herum, die Matrix. 4D ist, wenn du erkannt hast, dass das ein Film ist und nur eine Illusion und was für ein Spiel hier eigentlich gespielt wird in unserem Spiel des Lebens. Ja, und wenn du schon da mit einem Fuß schon rausgegangen bist, so wie ich. Ich schätze, ich bin jetzt so in der 4D-Welt. Natürlich, ich habe mal gehört, ich bin ein multidimensionales Wesen über ein Channeling. Also ich möchte multidimensionale Erfahrungen hier auf dieser Welt machen. Das heißt 3D, 4D, 5D. Wahrscheinlich springt man immer. Das sind ja Bewusstseinssprünge oder Bewusstseinszustände. Das heißt, in 3D ist die Schwingung ziemlich niedrig. Niedrige Schwingungen sind Angst, Trauer, Hass, Eifersucht, Neid und sowas. Negative Emotionen. Hochschwingende sind natürlich das Gegenteil. Liebe, Freude, Frieden und so weiter. Fülle. Und das ist dann in der 5D. 5D ist bedingungslose Liebe sogar. Und 4D ist dazwischen. Wenn du noch in der Welt quasi so, ja, ich sag mal, ich fühle mich manchmal so, als ob ich in einem Paralleluniversum bin, wenn ich gar nichts mehr mit diesen Themen, die in der konventionellen Welt so abgehen, zu tun habe, sondern das nur noch als Film beobachte, objektiv, mich nicht mehr damit mitreißen lasse. Dann habe ich das Gefühl, bin ich schon in einem Paralleluniversum. Bin ich wahrscheinlich schon in 4D. Und 5D ist noch ein großer Schritt weiter, denke ich, vom Bewusstsein. Also in 4D fängst du an, schon Dinge wahrzunehmen,
übersinnliche Dinge und schärfst deine Sinne und deine Intuition und kannst wahrscheinlich auch schon kommunizieren telepathisch mit der geistigen Welt. Und 5D, da bist du frei. Ich weiß noch nicht ganz genau, also ob wir dann, also man sagt eigentlich, dass wir dann noch in unserem Körper sein werden. Also normalerweise würde man dann feinstofflich sein. Also, ah, keine Ahnung, wie das dann aussieht. Bedingungslose Liebe ist auch sehr interessant. Ist es dann freie Liebe? Oder was man auch will vielleicht sogar. Keine Erwartungen mehr an den anderen und Spaß, genießen, Nahrung zu sich nehmen, wenn man Lust hat, ansonsten nicht. Also Hunger gibt es dann nicht mehr. Nur noch Lichtnahrung. Wir werden im Paradies leben. Also wir leben schon im Paradies, aber wir werden das Paradies auf Erden wieder zu leben verschaffen. Aber in Deutsch heute. Ja, wir werden das Paradies auf Erden leben. Und ich stelle mir das sogar so vor, dass immer nur schönes Wetter herrscht. Mild, Sonnenschein, trotzdem genug Wasser zum Trinken, bestes Wasser. Es gibt Wasser, 100 Pro. Das ist nur nicht, das wird nur irgendwo abgezapft und privatisiert. Ja, freie Energie stelle ich mir das vor noch. Manifestieren, was man haben möchte. Schöpferkraft, Fülle, Freude. Und womöglich auch mit den Wesen, die um uns herum sind, in der 5. Dimension oder höher, auch zu kommunizieren oder auch interagieren. Sie sind mitten unter uns, nur wir nehmen sie nicht wahr. Ja, was noch? Was stellt ihr euch so vor unter 5. Dimension? Das würde mich mal interessieren. Und seid ihr auch schon mal dahin gelangt? Also es gibt Leute, die haben das zumindest schon mal behauptet, dass sie dahin gekommen sind, vom Bewusstseinszustand. Ja, Gesundheit stelle ich mir auch noch vor. Da hast du ja nichts mehr, keine Wehwehchen mehr. Ich weiß es nicht, ob man dann noch Schlaf braucht. Ich stelle mir auf jeden Fall vor, dass wir dann mit unseren Freunden der Tierwelt kommunizieren können und mit der Pflanzenwelt sogar. Mit allem. Ach, jetzt wird es schon interessant. Es geht schon so weit, dass man sogar mit Außerirdischen in Kontakt sein kann, mit lichtvollen Außerirdischen. Und dass wir im Weltraum reisen können. Wir sind nicht begrenzt an dem Körper. Und es gibt so viele Technologien, oder es wird neue Technologien geben, wo es einfach möglich ist. Aber ob wir das erleben, ich weiß es nicht. Wir können uns das vielleicht in der Fantasiewelt mal vorstellen und manifestieren. Träumen von einer neuen Welt in Friede, Freude und Fülle und Harmonie. So, das war mein Abschlusswort zu diesem Thema. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag oder einen Abend, je nachdem, wann ihr es schaut. Und ich freue mich immer wieder über eure Kommentare, was ihr davon denkt. Und
was ihr dazu tut, um in die 5. Dimension zu gelangen. Also, ich wünsche euch eine besondere Zeit und eine gute Reise. Euer Adel, der Reisende.